Ja, guten Morgen, guten Morgen. Es geht raus aus Da Nang Richtung Süden in den Touri-Ort namens Hoi An. Es ist ein ziemlich kitschiger Ort. Also ein Haufen so Souvenirläden und ja, abends findet dann da immer so ein Leuchtspektakel auf dem Fluss statt. Da kann man dann Boot fahren mit Lampions und Kerzen schwimmen im Fluss. Also sehr kitschig und touristisch alles. Aber jetzt momentan tagsüber geht es vielleicht. Aber es ist eine schöne flache Tour. Allerdings die Strecke hier entlang der Hauptstraße ist jetzt weniger toll, aber es ist halt der direkteste Weg. Zurück fahren wir ein bisschen übers Hinterland. Und das tut mir heute ganz gut, weil ich habe mir irgendwie einen Hexenschuss eingejagt. Keine Ahnung, von der gestrigen Tour. Irgendwas hat es mir da im Rücken zerrissen. Jetzt habe ich dann so ein paar Mittelchen noch genommen. Oh, jetzt wird es tricky hier mit dem Bus. Und ja, momentan geht es eigentlich hier so auf dem Rad. Jetzt muss ich mal gucken, Moment. Das ist hier wird kreuz und quer gestanden und überholt und naja, ihr wisst ja, wie es ist. Ja, und das ist dann heute ein bisschen Bewegungstherapie für mich. Momentan geht's. Allerdings gestern war es schon arg irgendwie, da konnte ich kaum irgendwie stehen oder geschweige denn gehen. Habe mich da zum Restaurant noch geschleppt. Und jetzt über Nacht ist etwas besser geworden. Wir gucken mal, wie es ist nach der Fahrt. Ja, und 5 Kilometer weiter, außerhalb von Da Nang, kommen die sogenannten Marble Hills, welche jene dort sind in der Ferne auf der rechten Seite. Es ist auch so ein Ausflugsziel. Kann man irgendwie rumwandern und den Berg besteigen. Alles ein bisschen anders hier. Und ja, irgendwelche Höhlen kann man da besichtigen und was weiß ich alles. Ich selber war noch nicht dort. Ich werde wahrscheinlich auch nicht hingehen, weil so recht interessiert es mich nicht. Aber für diejenigen, die hier gerne mal Sightseeing machen möchten, Marble Hills ist eines der Sehenswürdigkeiten hier. Und da vorne auf der rechten Seite, wie gesagt, sind sie 5 Kilometer südlich von Da Nang. Wahnsinn. Keiner schaut, es wird hier entgegengefahren, alles egal. Es ist unfassbar. Man muss wirklich seine ganzen Sinne beieinander haben. Der nächste Idiot. Davor war noch mal einer, es waren jetzt 3 innerhalb einer Minute. You already know, and you've got so many little friends. Map, 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 map. Map. So, das ist jetzt die Abzweigung nach Hoi An. Man fährt einfach nur die Küstenstraße Richtung Süden
Und dann irgendwann einmal so nach 30 Kilometer geht es rechts weg, nach Heuern. Hier steht 6 Kilometer noch. Ja, und dann kommt man schon dort an, sofern man nicht überfahren wird. Alles nicht so einfach hier. Einmal rum. Selbst Audi wird in Vietnam gefahren, schau an. Sonst sieht man eigentlich nur irgendwelche Japaner oder chinesische Modelle. So wie der hier, ein Winfast, dieser schwarze da eben. Den habe ich schon öfters gesehen. Ich weiß allerdings nicht, wo der herkommt. Wahrscheinlich da auch wieder Winfast mit V. Weiß das jemand von euch? Das ist ein chinesischer Hersteller oder habt ihr noch nie gesehen oder gehört? Die Autofetischisten unter euch, die wissen das bestimmt. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets but if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. Zentrum von Heuern angeschafft. Das Gute ist, hier sind, ich wollte gerade sagen, keine Autos und Motorscooter erlaubt. Aber der eine oder andere fährt doch hier durch, wie der nächste hier. Ja, aber eigentlich ist motorisierter Verkehr hier nicht erlaubt, aber naja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und jetzt begeben wir uns mal hier so richtig rein in die Kitsch. Also richtig rein hier in die Kitschzone. Hier diese Kleider gibt es auch überall zu kaufen. Jede zweite rennt hier rum mit sowas. Und jetzt wird es sowieso kriminell, weil jetzt kommen dann die ganzen Fußgänger und Fahrradfahrer. Hier gibt es so eine Art Rikscha-Fahrer, die sausen hier rigoros durch, ohne Rücksicht auf Verluste. Hier geht es zur Brücke. Gehen wir gleich mal hier runter, gleich mal ins Epizentrum. Hier, die meine ich. Das sind die Allerschlimmsten hier. Das sind noch schlimmer als ich. Oh, ist das schön leer hier am Tag. Also abends ist hier alles voll, hier kannst du kaum durchlaufen. Aber jetzt ist ja recht schön hier. Recht ruhig. Ja, wieder ein paar Motorroller. Ja, und hier ist abends der Fluss gerammelt voll mit irgendwelchen Booten, mit Lampions und Touris und ja, Abfangjägern, diese Agenten, die dich versuchen dann auf so ein Boot zu ziehen. Ich glaube, das war gar nicht so teuer, 20 Minuten oder was fährt man da, und das sind dann, was war denn das? 2 Euro oder so umgerechnet. Es war jetzt nicht die Welt, aber es ist halt sehr massentouristisch. Gut, kann man mal machen. Ich habe es nicht gemacht, aber wer es machen will, der kann es ja gerne mal machen. Und hier sind die ganzen Bars und Kneipen dann am Abend. Und da drüben auf der anderen Seite halt die ganzen Shops, wo ich übrigens auch das Bananenshirt und das Wassermelonenshirt gekauft habe. Das war sogar hier in der Straße irgendwo am Ende.
also die meine ich, die sind abends aber ziemlich aggressiv und rigoros. Also weil es wird dann auch zunehmend voller hier am Abend. Also es ist sehr, sehr beengend und die heizen dann da durch, ohne Rücksicht auf Verluste, schreien die Leute an mit Meh, machen da so eine virtuelle Klinge. Und ja, wenn du da nicht Obacht gibst, die fahren dich um. Also einmal ist an mir einer vorbei, das war ein Zentimeter. Also hätte ich da nicht nachgegeben, hätte er mich voll erwischt. Ja, und Instagram-Fotos dürfen auch nicht fehlen. Hier ist dann wohl die Taxizentrale, das Depot, der Hub. Da vorne geht es, glaube ich, auf den Markt, also Fisch, Gemüse, Fleischmarkt. Das war hier irgendwie am Ende der Hafen oder der River Promenade. Ich werde die Verfolgung aufnehmen. Vielleicht bekomme ich hier einen neuen Job. Es hört gar nicht mehr auf hier. Wären doch eigentlich so Elektromotoren ganz hilfreich. Das wäre sinnvoll hier. Wir müssen den ganzen Tag hier strampeln. Und so ein bisschen mit Motorunterstützung wäre das gar nicht mal so schlecht, denke ich. Aber gut, so bleiben sie fit. So, ich verlasse jetzt diesen Ort des Trubels wieder und des Kommerzes Richtung Da Nang. Ich schaue mal in meinem Archiv, ob ich noch ein paar Bilder und Videoaufnahmen habe vom Abend, weil ich war ja abends hier schon mal. Da sieht das Ganze ja, völlig anders aus. Also viel mehr los und ja, viel mehr Flair, Touri-Flair. Ich kram mal nach und blende es dann ein, so im Abspann könnt ihr euch das mal angucken. So habt ihr den Unterschied zwischen Tag und Nacht. Für mich geht es jetzt wieder zurück. Ich suche mir meine Route hier auf meinem Wahoo und ja, dann war es das auch schon hier von dem Video aus Hoi An. Das ist Hoi An hier, also wer es mag, kann gerne mal herkommen auf einen Tagesausflug. Ja, ist okay, dauernd muss ich es auch nicht haben, aber naja, dass man es mal gesehen hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video hier aus Vietnam.
Bleibt mir treu. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja, die erste brenzliche Situation jetzt gehabt. So eine große Kreuzung, kommt natürlich wieder einer von rechts, fährt einfach rein, ja, so weit wie es geht. Und ich habe geschaut, dass ich hinter ihm rumfahre, weil er schon so weit drin war. Und kaum war ich rum, kam einer aus dem Gegenverkehr und hat einfach abgekürzt. Also ist quasi von mir aus gesehen rechts reingebogen, hat meinen Fahrtweg gekreuzt, aber halt so abgekürzt. Ja, also ich habe den erst gesehen, als ich um den anderen rum bin, der mir im Weg stand, und habe eine Vollbremsung jetzt reingehauen, dass mir das Hinterrad weggebrochen ist. Und ich habe mich schon in dem Motorroller drin liegen sehen, aber ich habe es irgendwie noch abgefangen. Reaktion von denen war halt Gelache. Das fanden die halt lustig. Also ich fand es nicht lustig, aber ja. Ist halt immer so lange lustig, solange nichts passiert. Ne? Aber wenn die auf der Schnauze liegen, ohne Helm, dann lachen sie auch nicht mehr. Dann ist das Gejammer auch groß. Aber naja, das war jetzt nicht so schön. Also man muss immer Obacht geben. Wahnsinn. Ein Brautpaar, die drehen halt auch einfach mal rum. Ne? Mitten hier auf der zweispurigen Lane wird halt einfach umgedreht und als Geisterfahrer weitergefahren. Ne? Das ist gewöhnungsbedürftig.